the Caribbean, Jamaica, the Caribbean, Jamaica, the Caribbean, Jamaica, the Caribbean. Please come back where the night winds are blowing. Come back to the surf and the sea. You'll find rest, you'll find peace in Barbados. Come back to my island and me. We put the rock on the map like merrymen on the tour. The spirit of a nation breeze within our court. Fresh sea breeze along golden shores. One of a kind art memories we adore. Gem of the Caribbean, Sam Lord's treasure grove. Exotic food and rum, flavor centuries old. Bridgetown, Spicetown, oysters to 2nd Street. Take a trip to our gem, you'll definitely find peace. Come back to my island, Barbados. Come back to my island and me. Jamaica, the Caribbean. Herzlich willkommen. Ich freue mich, jetzt sind wir schon bei Episode 3. Ich muss ehrlich sagen, ich bin total begeistert von dem ganzen Feedback, das ich von euch bekomme auf die Roadshows. Ich grüße euch heute aus Graz. Später geht's dann auch weiter jetzt auf die österreichische Roadshow. Auf alle Fälle, ich bin total glücklich, weil ich heute die Debbie wieder dabei habe. Die ist natürlich immer unsere Go-To, unsere Barbadian, unsere Bajan, die dann immer dabei ist. Und heute werden wir ein bisschen über Nachhaltigkeit sprechen. Debbie, welcome. It's always so nice to have you as my counterpart and also help me with the shows. How are things in Brussels? They're as gray as ever. Let's go to Barbados. Very nice. Today we're going to be discussing about sustainability. And I know that back in 2020, you guys started this amazing project called Mindful Travel Barbados. And I know that you specifically have worked very hard on this. And my travel agents that I've been on the road shows now these past couple of weeks, I talk a lot about sustainability and how the island works. And so I wanted to kind of get the feedback from you. Why did you start Mindful Travel Barbados? Let me just quick translate it into German. So Debbie hat in 2020 ein Projekt angefangen. Das heißt, es ist eine Webseite, das heißt Mindful Travel Barbados. Und ich würde dann später noch ein bisschen intimer drüber sprechen, aber ich habe erstmal die Debbie gefragt, wie ist es dazu gekommen, dass sie diesen Projekt gestartet hatte? Debbie? Thanks for being on the show again. I mean, it's incredible. I'm happy to see that the viewers are also growing. So this is fantastic because it also means that persons have a great interest in Barbados. For Mindful Travel, this is really our baby here in Europe. This is our child and we really love it. We started it in 2020. I don't need to tell you what happened in 2020, but really we saw the need as part of our Prime Minister's vision. Our Prime Minister, Mia Mottley, her focus is to have the island totally carbon neutral by 2020, and we will be one of the first island states to do this. So we wanted to see how we could also impact on this positively. Yes, our focus is on travel, but certainly we thought it is possible for us to encourage persons who are coming to Barbados to join Barbadians in doing something mindful, to leave a positive mark after you visit the destination. So yes, of course, we want you to come and enjoy everything that the island has to offer. But we looked at ways and opportunities that you can leave your mark, that you can leave your stamp when you come to the destination. We know it is possible for persons to pay €1 here or pay €1 there, to plant a tree in a destination that you may never visit. But certainly this is an opportunity when you come to the island to plant a tree, to grow vegetables, and to see what that effect can look like. And certainly in another 10 years, you can go back and see a little bit of the growth for that tree when you come back to the destination. So this was really our focus and the reason why we created Mindful Travel Barbados. Sehr schön. Ich tue nur ganz kurz übersetzen. Mia Mottley ist natürlich unsere Prime Ministerin. Und ihr Ziel ist bis 2030, dass wir komplett carbon neutral sind, also 0 Emissionen. Und da hat dann das Büro in 2020 halt entschieden, oh, wir haben jetzt Zeit, wir werden jetzt alles zusammenstellen
und schauen, wenn Leute zu uns kommen, wie können die zurückgeben, dass man einen Baum pflanzt eventuell und sagt, in 10 Jahren komme ich wieder und kann dann diese Wachstum halt von diesem Baum nochmal sehen und zurückzugeben an die Kultur. Ich gebe noch ein bisschen was dazu, auch von meiner Seite, dass auch wir als deutschsprachigen Markt, wir sind auch natürlich sehr interessiert in Nachhaltigkeit und was wir alles schon in Deutschland machen. Und das kann natürlich auch sehr gut kombiniert werden auf Barbados, dass man sagt, ich gebe auch zurück an die Kultur und erlebe selber was Authentisches, was wirklich erlebt wird und vorgelebt wird auf Barbados. I gave a little bit of my own mustard to it as well as a part of the translation. So I have another question for you. I have them written down here. So how do you work with the local companies? How did you decide, okay, who are we going to contact and how do we set this up that people can come? The great thing is that there are few companies who are really focused on doing sustainable activities in Barbados. Some of them as nonprofit organizations like the Barbados Sea Turtle Project, and some of them as part of their own private projects, such as Eco Sky Water. So for us, we took a holistic look at it, an overview, to see which ones would give persons the opportunity or best interactive opportunity in order to really make that impact. So we have projects like the Sea Turtle Project. The Barbados Sea Turtle Project has been around since the 1980s. And their focus is on rescuing 3 endangered turtle species in Barbados. And there is the possibility for persons to join them if you're on the island for a short visit, maybe to see hatchings between April to June. Or there's the possibility if you're staying for a longer period of time, maybe 3 months, to really do training with them where you can help physically rescue the turtles. Of course, because this is a delicate process, it means that persons need to be trained on the best way to do it. Other activities include tree planting or vegetable planting. So this can be with, again, private organizations or public. So our own government created, or we now have the National Botanical Gardens. It's an area that's being revamped, really, where we're planting as many trees as possible in this area. And a lot of them are fruit trees, which will help, of course, with feeding the population. And then we do have private organizations like the Cocoa Hill Forest, where you can also go there and plant trees as well. But we really try to look at quite a variety of options, because we know everyone has a different passion as well, as to how they could potentially contribute. So if you love diving, there is coral replanting, there is a beach cleanup or underwater sea cleanup. So definitely there are a variety of options that persons can choose from. Sehr schön. Ich mache jetzt nur eine kurze Übersetzung und zwar, es gibt viele Organisationen, mit denen Barbados zusammenarbeitet. Manche sind von der Regierung, so wie das Barbados Sea Turtle Project, und manche sind dann privat, zum Beispiel wie Cocoa Hill Forest, wo man dann halt so einen Baum pflanzen kann. Ich werde nachher in der Sendung dann komplett über jeder einzelnen dann halt ein bisschen tiefer reingehen und zeigen auch, wo man diese Informationen finden kann, weil das kann man dann natürlich auch im Voraus finden. Wichtig ist halt, dass Barbados sagt, wir müssen uns selber helfen. Das schaffen wir durch natürlich Ausbildung, Schulung und dann auch, wenn Touristen kommen, wie die dann involviert sind und zeigen praktisch, wir können das und ihr könnt uns mithelfen. Und bis 2030 ist es auch sehr wichtig, dass Barbados sagt, wir können uns selber füttern sozusagen. Wir können uns selber unsere eigene Gemüse wachsen, unsere eigene Bäume und dass wir dann halt für unsere komplette Leute dann auch Essen anschaffen, wo wir dann halt nicht alles importieren müssen. Das ist natürlich auch eine Art von Nachhaltigkeit, dass nicht alles dann importiert werden muss, ist natürlich auch teuer und auch umweltunfreundlich in dem Sinne. So, and the last question I have for you, Debbie, is what are some of the success stories that you've been able to witness since the start of this project? Ich tue nur ganz kurz übersetzen, was die Erfolgsquote oder halt so eine Erfolgsgeschichte, was jetzt wirklich in der Nachhaltigkeit zur Fruchtung gekommen ist durch diese Initiativen.
My own success story. I've been planting trees, me. I never thought I had a green thumb, but I've been helping in the process as well. Planting trees at the botanical gardens, planting trees at the Cocoa Hill Forest. And this I've done with groups who go to Barbados. So it's definitely an activity that agents can get involved in as well. We've also seen let's say the coral planting, A-frames being created underneath the water, of course. So PADI certified divers can help with the replanting of broken or damaged coral, which is super, super important. One success story that's been around for a bit has been the boardwalk. There is a boardwalk on the south coast. It's really ideal because it was created to protect the coastline, but it's also a really nice opportunity for visitors who are staying on the south coast to walk. I think it's just over a mile long or so. You can walk up and down to have access to a number of restaurants and bars, etc., on the south coast without having to leave the view of the ocean. So these are some of the things that we are seeing happening. The Sea Turtle Project that we mentioned before, they've been around for over 30 years. And one of their early success stories as well is the fact that it's no longer possible to harvest turtles. So they're protecting the 3 endangered species that we have on island. And yeah, these are some of the things that we're seeing happening and some of the things that we are enjoying and very proud of. And certainly if persons are looking for something that they can also positively impact on, these are some of the opportunities that they can sign up for on the mindfultravelbarbados.com website and learn a little bit more as well. Very nice. Ich tue noch ganz kurz übersetzen. Eine schöne Projekt, also das mit dem Sea Turtle haben wir jetzt ein bisschen mehr diskutiert, auch mit dem Baumpflanzen, auch mit Gemüseanpflanzung, aber auch mit dem Unterwasser, dass man wirklich dann halt ein bisschen zuschauen kann, wenn einer Taucher ist, dass er halt wirklich unter Wasser dann halt mithelfen kann, diese Korallriffe wieder anzupflanzen, dass die dann halt weiter wachsen und gedeihen. Und auch natürlich an der Südseite haben sie so eine Art Boardwalk, so eine Art Path gebaut, wo die Leute dann wirklich fast eine Meile, es sind 1,7 Kilometer, kann man dann wirklich hoch und runter laufen. Das heißt, man braucht kein Taxi, man braucht kein Auto, man kann wirklich zu Fuß die ganze Zeit das Meer anschauen und verschiedene Bars und Lokale dann halt auch noch, sagen wir jetzt auf Nacht fortgehen oder so. Und man braucht dann, das ist natürlich auch umweltfreundlich, wenn man mit dem Radl oder halt zu Fuß gehen kann. Das mögen wir Deutschen sowieso. Yeah. Debbie, it was just a very quick hello, and thank you very, very much for being here again with us. As always, Debbie is really my complete counterpart. I want to also say to all of our agents, I would be completely lost without Debbie. So I'm very, very happy. Thank you, Mika. Really it's a pleasure working with you. I know you love Barbados just as much as I do, so that makes it very easy for us to do this. But really, thanks so much for continuing with the series. Enjoy it, and we look forward to telling you more about Barbados. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Danke, Debbie. Es macht immer so viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich bin immer dankbar um deine Unterstützung und deine Hilfe jetzt hier im Markt, besonders weil ich jetzt noch recht frisch bin mit Barbados. Aber es stimmt schon, ich liebe Barbados wirklich. Ich glaube, das sieht man auch und ich bin immer sehr stolz. Wir haben jetzt auch tatsächlich sehr schnell angefangen. Bitte vergesst nicht, mit Gmail oder mit Yahoo anzumelden, dass ihr mit uns chatten kann. Dann habt ihr die Möglichkeit, später nochmal um eine Flasche rum dann der Gewinner zu sein. Da gibt's immer am Ende der Webinar sozusagen eine Frage, das ihr beantworten müsstet. Ich hoffe, dass ihr gut aufgepasst habt. Also subscribe, sagt, dass es euch gefällt. Das wird mir sehr gut gefallen. Und auf alle Fälle immer Feedback geben, wenn was ist, dann kann ich was ändern für die nächste Episode. Und ja, da werde ich jetzt hier einfach weitermachen. Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer rein in diese Mindful Travel Webseite, dass Debbie natürlich jetzt seit 2020 dran arbeitet und zeige euch ein bisschen, wie ihr eure Gäste dann dazu ermutigen könnt, wirklich eine authentische Erfahrung auf die Insel zu haben und dabei Spaß zu haben und wirklich auch mitzuhelfen.
Jetzt habe ich für euch eine kleine Präsentation zusammengestellt. So, Barbados, die Vergangenheit, natürlich sehr wichtig. Wir reden immer öfters über die Sustainability oder Nachhaltigkeit und wie das jetzt in der Zukunft weitergetragen wird. Barbados selber ich habe es ja schon mal erwähnt in die erste Episode, eine Alphabetisierungsrate von 99,7%. Aber habt ihr gewusst, es ist sogar höher als in den USA die Lesbarkeitsrate, in Deutschland, in UK, Italien. Also Barbados setzt seit der 60er Jahre auf Ausbildung, Schule, Unterstützung, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt hier was über die Agrikultur lernen, in die Hotellerie, in Tourismus, in die Gastronomie. Das sind alles sehr stolze Berufe, die sehr ernst genommen werden. Und bei einer Alphabetisierung von 99,7% wissen die Leute dann später im Leben auch, sich selber zu helfen und auch investieren in die Kinder und in die junge Erwachsene, die später das Land dann regieren wird. Und das hat viel mehr zu tun, dass jeder halt lesen kann, sondern man hat die individuelle Entwicklung, man kann Armut damit bekämpfen und man kann natürlich gesellschaftliche Fortschritt dann damit erzeugen. Also eine Nachhaltigkeitskompetenz ist so dieses theoretisches Wissen, wie funktioniert Mensch, die Entwicklung und Umwelt und wie gehe ich mit meinen natürlichen Ressourcen wirklich gut um, dass ich dann halt mein Land weiterbringen kann. Viele fragen mich hier auf die Roadshows, wo ich jetzt die letzten 2 Wochen war, ich habe jetzt noch eine Woche vor mir, ich bin jetzt in Graz, aber Barbados, ich sage auch, okay, Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir ein bisschen teurer. Das mag sein, also durchaus kann ich dieses Satz von Haus aus schon komplett sagen, nein, das stimmt nicht. Aber wenn diese Gedanke im Kopf bleibt, damit kann ich leben. Wichtig ist aber zu wissen, dass diese Gedanke gekoppelt werden muss mit, die Leute verdienen gutes Geld. Die sind hoch ausgebildet, gut, also wirklich intelligent. Man kann sich mit denen auf eine politische Ebene unterhalten. Und dadurch wird dann auch gute Löhne bezahlt. Also ein Zimmermädchen verdient wirklich 1.500 bis 2.000 Euro im Monat. Das ist Geld, mit dem man reisen kann, sich fortbilden kann und leben kann. Da ist Essen auf dem Tisch. Das sind halt sehr wichtige Gründe, wenn man wirklich rausgeht aus Deutschland oder Reisen tut, dass man sagt, ich reise in Länder, die auch nachhaltig sind für längerfristig. Also nicht Greenwashing mit Handtücher und mit Solaranlage, das machen wir natürlich auch. Aber dieses Kombination von investieren in die Leute, so wie wir auch in Deutschland, und investieren in dem Land. Und das finde ich halt wirklich sehr schön und einzigartig für Barbados, dass die wirklich viel als Insel zu bieten haben, dass man wirklich mit denen sich gut unterhalten kann, dass genauso viele Insulaner im Restaurant sitzen wie Touristen, dass sie auch gehaltsmäßig wirklich sehr nah aneinander rankommen. Und da sage ich Hut ab. So, lass uns mal kurz jetzt Mindful Travel anschauen. Da habe ich jetzt nur 5 Minuten kurz für euch zusammen was gestellt. Wir werden jetzt über diese Punkte jetzt hier mal reden. Ich gehe jetzt nicht in diese Slide jetzt komplett in alle durch, sondern nur zu zeigen halt den Überblick, was wir jetzt in den nächsten paar Minuten diskutieren. Das Slow Food Soup Kitchen in Speightstown, seit der Beginn von diesem Projekt haben sie schon über 50.000 Schüsseln Suppe serviert, seit der Gründung an Leute, die vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen, ein bisschen älter sind, ein bisschen bedürftig sind. Und das finde ich halt so nett, weil das zeigt diesen sozialen Geist, wir schauen aufeinander. Und da dürfte man dann halt mitmachen, in diese Suppeküche die Essen vorbereiten. Man geht dann auch in die Felder raus und tut es dann ernten und dann mit die Leute dann zusammenarbeiten und dann später das Essen natürlich dann auch mit servieren. Zunächst haben wir Pflanze einen Baum, das ist auf Walker's Reserve. Es ist auch das Ziel, was Debbie auch vorher erwähnt hatte, ist in 2020 hat unsere Prime Minister, die Mia Martley, gesagt, bis 2030 wollen wir wirklich das Kohlenstoffelmissionen bis 70% reduzieren und wirklich, dass wir uns selber füttern können, das Ernährungssicherheit zu erreichen. Das heißt, wir pflanzen selber an, wir sind eine Insel, hier wächst alles, wir haben Regen, wir haben Sonne, hier wächst alles und dass man das wirklich ausnutzt, dass man nicht so viel importieren muss, was natürlich auch längerfristig dann auch die Nachhaltigkeit unterstützt, weil du musst dann halt weniger importieren. Zunächst habe ich das Gemüsegarten anlegen, ähnlich zum Baumpflanzen, dass man nicht Regenwälder und alles dann noch dazu, dass man auch sagt, okay, ich pflanze hier Essen an, was ich halt vorher erwähnt habe und auch zum Beispiel, dass man auch
was wir über die Insel so Hurricane, wir haben wirklich sehr wenig Hurricanes, 51 Jahre, wird auch öfters gefragt. Wir sind tatsächlich ein bisschen tiefer, wir sind auch, also beziehungsweise südlicher, wir sind auch ein bisschen östlicher, also die meisten Hurricanes gehen an uns vorbei, so ein bisschen nördlich drüber, aber man kann es ja nicht komplett ausschließen. Und daher gibt es dann auch, was man so Bodenvorräte hat, die so ein bisschen Hurricane-sicher sind. Also was man dann halt einpflanzen kann, dann, dass das überstehen würde, dass man dann danach sich auch wieder selber helfen kann. Rettet die Schildkröten, das ist Barbados Sea Turtle Project, das haben wir auch ganz oft erwähnt. Nochmal 24 Stunden Überwachung, also Reaktionsservice. Und wir haben dann auch, dass man dann die auch helfen kann. Debbie hat vorher erwähnt, 3 Monate, wenn man so auf die Insel ist, ein bisschen ein länger Projekt hat, kann man wirklich dann die Schulung machen und dann mithelfen bei diese kleinen Tiere. Wenn man dann nur kurz vor Ort ist, sagen wir 1 oder 2 Wochen, dann geht man hin und man kann darüber was lernen und dann zuschauen, wie diese Tiere dann halt geschützt werden und man darf dann zuschauen, wie sie dann ins Wasser dann ihren Weg machen. Ja, Spiel mit Rettungstiere, auch eine sehr schöne Projekt. Also ich finde auch mal ein Land, man sieht wirklich die Wurzeln eines Landes, wie sie mit ihren streuen Tieren dann umgehen. Barbados hat hier extra eine Animal Sanctuary dann halt praktisch aufgestellt. Es ist auch privat jetzt. Und man darf dann bei der Rehabilitierung mithelfen. Man darf mit den Tieren spielen. Man darf mit denen Spaziergänge machen. Und man kann sogar, wenn man sich wirklich verliebt, dieses Tier dann auch mitnehmen. Die helfen dann einem bei die Papierunterlage, dass man das Tier dann halt praktisch wieder zurück in unseren deutschsprachigen Raum bringen kann. Ja, die Gongbäder, sage ich nur ganz kurz, Mindful Travel ist nicht nur, was wir dann für die Insel oder mit die Insel machen kann, sondern was man auch für sich selber machen kann. Ja, unsere Körper sind so circa 75% Wasser. Und Wasser hat natürlich auch, wenn jetzt Geräusch gemacht wird, dann rippelt das Wasser. Das passiert auch in unserem Körper sozusagen mit diesen Gongbäder. Und man geht hin und man ist ganz ruhig und dann läuten die diesen Gong und dann kommt man wirklich dann in seinen eigenen Körper im Einklang mit die Natur. Und das finde ich halt sehr schön, das macht man dann Teil von in die Höhlen, was dann halt im Norden ein bisschen zu finden sind, wo es dann wirklich ruhig und keine anderen Leute sind. Im Einklang mit Natur zu kommen. Ja, dann machen wir weiter. Pack for a Purpose, das habe ich jetzt übersetzt, Packen für einen Zweck. Das wird dann bei Seele Barbados abgegeben. Das ist tatsächlich auch ein Projekt, das dann auch öfters in der Karibik allgemein gemacht wird, finde ich auch sehr schön. Das ist dann halt für Schulen. Wir wissen auch selbst in Deutschland, dass wir nie genug Budget haben. Man kann dann auch wirklich hier ein kleines Teil von seinem Koffer freilassen und Schulsupplies oder etwas mitnehmen, das vielleicht auch vor Ort gebraucht werden kann. Das gibt man dann bei Seele ab und die verteilen das in die verschiedenen Dörfer. Ja, Beach Cleanup oder Sea Cleanup sozusagen. Also unten darf man dann auch mit aufräumen. Man kann dann auch mit die Korallenriffen nochmal pflanzen oder hier unter Wasser, wenn man Taucher ist und sagt, okay, da kommt immer wieder was von allgemein jetzt auf der Welt, wird irgendwie immer wieder was aufgespült und das räumen wir dann auf. Ich habe das auch schon öfters auf verschiedenen Inseln gemacht. Das finde ich so ein schönes Programm. Und man hat dann im Happy Hour wirklich seinen Job getan und kann sein Getränk dann mit die Füße in den Sand dann auch genießen, in dem sauberen Sand. So, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen gefallen. Jetzt haben wir was über Mindful Travel gelernt, auf Barbados auf die Seite. Und jetzt habe ich ein kleines Video für euch zusammengestellt, wie ich jetzt für jede Serie versuche zu machen. Lasst uns mal kurz reinschauen und dann habe ich ein paar Hotels für euch auf Lager, dass ihr dann auch von den Hotels noch was dazu lernt. Barbados, sustainability. Sparkling water. Sunshine. Love and harmony. Striking a balance between nature and man. Lush green fields. Craziness together with a community spirit. Joy and happiness to all. Peace all around. Happy place. God bless all those who come here. I love you, Barbados. Die Vision für Barbados als nachhaltiges Reiseziel besteht darin, mit den Hotels, den Einwohnern und die Regierung zu kooperieren und sicherzustellen, dass wir alle als eine Gemeinschaft zusammenarbeiten. Was Barbados so einzigartig macht, sind die Menschen. Und wenn du in die Gemeinschaft eintauchst, hast du das Gefühl, Teil einer Familie zu sein. Es ist ein wunderschöner Ort, an dem es so viel zu tun gibt. Aber all diese Ressourcen müssen geschützt werden. Nicht nur für die Reisende von heute, sondern auch für zukünftige Generationen.
Climate change is a multi-generational problem that affects everyone differently. I call it our public enemy number one because Barbados is a small island developing state that is at the forefront of the climate crisis. Any action that we can take for the betterment of our environment, we must do it today. When tourists visit Barbados, they have the opportunity to reduce their carbon footprint, participate in beach and ocean cleanups, engage in tree planting exercises, and also reduce their energy and water usage while on island. Eco Sky Water is extremely unique in the way that we produce our water, the way that we manufacture and run our facility, and the way that we bottle our water. The way that we make our water is through atmospheric generation. So we are pulling H2O molecules directly through the air. Right around us, all this humidity, we are then putting into a bottle. The manufacturing aspect, we're running off-grid, and the bottling, the way that we do that, is these bottles that may look like plastic, but there's zero plastic in them, there's zero oil in them. This is 100% non-GMO corn and nothing else. And these bottles I can compost in less than 30 days. We use it in our organic farm here, and as you can see from little fragments that are still left over, it just breaks apart. The rest of this bottle has already been fully composted within our soil. Eco Sky Water is a new concept and a new product, so we're creating new jobs, which certainly in Barbados we need jobs. We're empowering these people to have this job that they can feel good about because they're doing something good in the world. Barbados too, as a dive shop itself, obviously we take anyone diving, and just for environmental purposes, we're one of 2 dive shops in the Caribbean which do coral reef first aid. You come to learn how to take care of coral, how to plant coral, the importance of coral in the environment. My whole family just lives in the water. So my great-grandfather was a fisherman, my grandfather was a fisherman, my dad, who was also a fisherman, but mostly he's marine biology. We took the opportunity to teach people about what you're seeing. So we learned, why is a coral important? Why do we need the reef? And what you do, you take fragments of what we call staghorn coral and you replant it on the A-frames, and 6 to 12 months later you come back and you see the growth. And then you replant that coral back onto the reef. Great dive. This is what we want to get our locals involved in doing, and tourists come and help us plant those coral. All the coral you saw down there, all that staghorn coral, was planted by tourists and locals that came to dive with us and do the coral first aid course. At Ocean Acres, every day is spent either taking dogs in, caring for, rehabilitating the dogs and cats that we have. There's a lot of people here that don't understand how to look after their dogs and cats, and we want to shine a bit of light on that. We have something called Pause for Breath. This is people doing yoga and mindfulness and some meditation, whilst the cats watch, join in. People think that we're here to save the cats and dogs, but actually it's the other way around. These cats and dogs are here to save us, and the community's here. They bring us together. So Barbados is one of the few places in the world where the entire landmass was plantationized to plant one crop, sugarcane, which essentially made the soil infertile. And what we are doing right now is to try and say, okay, let's plant back the trees that we have lost, the fruit trees that we have lost, the food that we have lost because of monoculture. So we plant back things like ginger, cocoa, turmeric, mangoes, and so on. Tourism, for the most part, is extractive, but tourism can also play a role of being productive and a sustainable sector. And one of the things that we believe in is the idea of volunteer tourism, using both local and foreign visitors to come and help us plant back trees, come and help us plant back food, and have a more involved, community-driven concept of tourism. Barbados is in such a unique position. It's one of the few islands in the Caribbean that had an extensive train line going pretty much over 3/4 of the island. It became abandoned, it was falling into disrepair,
And so Future Centre Trust has born this project, the Barbados Trailway, and we're reclaiming the old train line and repurposing it into a multi-trail community project. Cyclists, hikers, runners, they've got a safe space to exercise, to be out in nature. Our intention is, along this 24 kilometers, to plant 5,000 fruit trees with the idea of offsetting carbon emissions, but also the added benefit, there's free fruit as you're going along. We created a sustainable living team responsible for protecting the environment, the beaches, as well as educating the guests and staff about sustainable living. Now, we have partnered with the Barbados Sea Turtle Project because along the coast of our beach, we do have a lot of nesting sites. The sea turtles are actually an endangered species. Usually when they hatch, if the turtles are left on their own, the sea life can come and eat them, like the crabs, for instance. So we try to rescue them as soon as they hatch. We said to ourselves, well, we have a social responsibility, and that's why we decided to get involved. Local & Co is about farm to table sustainability. We are the bridge between the farmers, the fishermen, and the consumers. Today we have the ceviche, and all of the ingredients are fresh and local. The fish was caught yesterday. We're gonna mix our fish with our onions, and then we have our ceviche dressing. So we're gonna just mix it. Our ceviche has sat for a couple of minutes. Really, really perfect. This encapsulates Local & Co with one single dish. Sustainability Barbados. Forever paradise. Beautiful people and a sustainable future. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir haben jetzt ein bisschen gelernt über die Nachhaltigkeitsprogramme auf die Insel und sowohl über Mindful Travel und was das bedeutet auch für die Insulaner und die Leute. In jeder Episode bringe ich euch ein paar Hotels mit. Diesmal habe ich das Bougainvillea mitgebracht auf Barbados. Passt sehr gut rein in unser Nachhaltigkeitsprogramm. Die sind Travel Life Gold Award Winner. Aber das Produkt selber ist jetzt im Süden des Insels gelegen, hat 100 Zimmer und Suiten, also ist recht klein, passt genau in der normale, sag mal, Hotelgröße, was wir auf der Insel haben. Das Restaurant serviert karibische Gerichte. Es ist so eingerahmt in so zwei wunderschöne Sandstrände, dass man halt so wirklich ein sehr schönes Blick hat. Sind so fast wie kleine Cottages, kann man es fast erklären. Das seht ihr dann aber gleich. Wir haben 3 Pools, ein Spa, also alles, was man sich wünscht. Und natürlich habe ich jetzt ein kleines Video für euch mitgebracht, dass ihr das dann auch genießen könnt.
So, das erinnert fast an so kleine Cottages von innen, das finde ich so nett. Also ich bin immer sehr dankbar an XP Point, die haben jetzt natürlich vieles für uns organisiert, organisieren auch die nächste Famtrips, habe ich auch vorher schon erwähnt. Meldet euch an, bis Ende Februar geben wir dann halt Bescheid, wer halt mitkommt. Zunächst habe ich jetzt Seabreeze Beach House mitgebracht bei Ocean Hotel. Letztes Mal haben wir das O2 angeschaut, das gehört auch zu dieselbe Gruppe. Auch im Süden der Insel, hat so circa 122 Zimmer. Diesmal ist es wirklich ein All-Inclusive-Resort, ganz nett gelegen, haben auch sogar ihre eigene Room-Shop eingebaut. Das fand ich dann so toll, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Wir haben so einen 1,2 Hektar großen Garten, dass man halt wirklich sie ein bisschen breit machen kann. Der Sandstrand ist auch sehr schön, so circa 300 Meter. Die haben mehrere Restaurants und Angebote, was man dann auch essen kann, also Live-Unterhaltung auch noch. Und was ich sehr schön finde, machen aber auch viele Hotels auf die Insel, muss ich ehrlich zugeben, aber deren wöchentliches Barbecue am Strand und da sind Schuhe nicht unbedingt erforderlich. Lass uns mal kurz in Seabreeze reinschauen. So, ja, last but not least habe ich jetzt so eine Top-5-Sterne-Produkt mit dabei. Der ein oder andere hat immer so Kunden, die dann halt doch ein bisschen was Höriges, Wertiges buchen möchte. Vergiss nicht, alle unsere Hotels, die ich zeige, sind definitiv im deutschen Markt zu buchen. Also ihr müsstet hier nichts direkt anfragen. Das ist bei der Touristik, bei TUI, auch bei ein paar kleinen Veranstaltern. Also ihr könnt es wirklich über Gang und Gäbe komplett buchen mit Kommission, alles kein Problem. Genau, und das Coral Reef Club ist sehr beliebt, also da haben wir sehr gutes Feedback jedes Mal, wenn eine Gruppe hingeht, auch im November haben wir sehr gutes Feedback gekriegt. Ist klein, aber fein, 88 Zimmer und Suiten, tatsächlich 5 Sterne und familiengeführt. Die sind direkt am Strand, das ist auch für Barbados ganz häufig, es ist sehr selten, dass jetzt eine Straße dazwischen ist. Die meisten, die jetzt an die Westküste oder an die Südküste legen, sind dann auch immer direkt am Strand. Die haben jetzt 5 Hektar großen Garten und das Restaurant wird ganz oft auch von außen genauso wie für innere Gäste besucht. Auch wöchentliche Barbecue und hier halten wir uns ein bisschen so im Kolonialstil, also so dieses Bayesian, englischen so Art Traditionsstile. Lass uns mal kurz reinschauen.
Ja, das bringt uns jetzt fast zum Schluss unserer Sendung. Natürlich fehlt jetzt hier nochmal die Frage. Ja, da komme ich jetzt gleich dazu. Unsere Frage für heute lautet: Seit wann gibt es das Barbados Sea Turtle Project? Und da gebe ich euch jetzt 3 verschiedene Antworten und ihr müsstet das Richtige sagen, weil die Debbie hat es tatsächlich gesagt, aber nur auf Englisch. Und da helfe ich euch jetzt ein bisschen. Das Barbados Sea Turtle Project gibt es seit der 60er, seit der 70er oder seit der 80er Jahre. Und der Erste, der dann antwortet, der kriegt dann die Flasche rum, dann kommt ihr im Kontakt mit mir. Ich sage euch, vielen Dank, dass ihr heute nochmal mitgemacht habt. Ich bin begeistert, wie viele registriert sind überhaupt für diese Sendung. Vergiss nicht, Barbados ist ein Ziel, das man aktiv verkaufen muss. Habt keine Angst, das zu verkaufen, weil ich bin da, ruft mich an, schreibt mir, ich helfe euch gerne, wenn ihr wirklich eine Buchung habt. Aber wir brauchen euch. Condor wird natürlich weiterfliegen ab November. Ab dem 5. November haben wir einmal pro Woche Condor. Da sind wir super, super glücklich drüber. Jeden Dienstag mit einem kurzen Touchdown auf Tobago. Da muss man gar nicht aussteigen, sondern einfach weiterfliegen. 20 Minuten später ist man dann halt auf Barbados. Und von Barbados geht's direkt nonstop wieder nach Frankfurt. So international sind wir. Auf alle Fälle, ich freue mich dann schon, euch alle jetzt auf die Roadshow der Rest der Woche zu sehen und auch in der Zukunft. Nochmals vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich begeistert, die alle zuschauen und mitmachen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Schöne Woche noch. Bis dann. Tschüss. The Caribbean, the Caribbean, the Caribbean. Please come back with the night winds blowing. Come back to the surf and the sea. You'll find rest, you'll find peace in Barbados. Come back to my island and me. We put the rock on the map like merry men on the tour. The spirit of a nation breathes within our core. Fresh sea breeze along golden shores. One of a kind art memories we adore. Gem of the Caribbean, Sam Lord's treasure grove. Exotic food and rum, flavor centuries old. Bridgetown, Spice Town, oysters to 2nd Street. Take a trip to our gem, you'll definitely find peace. Come back to